Was sind denn mechanische Künste und was hat Leibniz eigentlich mit dem Harz zu tun? Herzlich willkommen in Leibniz Welt. Der Silberrausch hatte die Barockzeit erfasst. Wir kennen die silbernen Preziosen und Tafelgeschirre des 17. Jahrhunderts, aber Silber war eben auch das Münzmetall schlechthin. Es hatte einen sehr viel höheren Wert im Vergleich zu heute und 40% des Welfenhaushaltes wurde mit dem Silberbergbau im Harz gespeist. Als der junge Leibniz nach Hannover kam, fiel sein Blick schnell auf diese Hightech-Region im Harz, auf das ausgebildete Hüttenwesen und die Montantechnik. Der Silberbergbau im Harz ging in Gängen um. Durch tektonische Prozesse entstand das Silber in den Erzlagern und das hatte folgendes Problem: Das Gebirge war durchlässig und in den Gruben sammelte sich das Grundwasser und das Regen- und Aufschlagswasser. Das bedeutete für die Bergleute, dass man ständig Wasser heben musste, um die Gruben zu Sumpf zu halten, um überhaupt Erz fördern zu können. Und das hier, das war nun das Objekt der Begierde: Bleiglanz. Aus diesem Bleiglanz hier wurde dann schließlich Silber verhüttet in einem langen Prozess. Die Bewegungsenergie des 17. Jahrhunderts war entweder Muskelkraft, meist über Pferdegöppel realisiert, oder Wasserkraft oder Windkraft. Im Harz brauchte man nun, um Erze zu fördern und die Gruben zu Sumpf zu halten, große Wasserräder, die eben mit Wasser betrieben wurden. Da der Bergbau ganzjährig betrieben werden sollte und im Winter meist nicht genügend Aufschlagwasser vorhanden war, um die Kehrräder zu betreiben und die Gräben mühsam mit Reisig abgedeckt werden mussten, um die Wasser warm zu halten, hatte Leibniz eine gute Idee zur Verbesserung der Montantechnik. Er dachte sich, dass man die Windenergie vielleicht dazu nehmen könnte und hatte sich überlegt, dass man Windmühlen umrüsten könne, um auch gleichzeitig die Gruben zu Sumpf zu halten, das heißt, die Pumpen zu betreiben. Auf seinen Reisen durch die Niederlanden hatte Leibniz gesehen, wie die Niederländer die Polder trocken halten. Und auch in Reiseberichten über China, nämlich von Johann Niehoff, einem niederländischen Reisenden, hatte Leibniz Bilder von der chinesischen Feldentwässerung gesehen. Und darauf konnte man nun solche Horizontalwindmühlen sehen, die Holzflügel haben. Hier solche Leitschirme und innen drin sind Holzrotoren. Und die haben nun den Vorteil, dass der Wind von allen Seiten in die Windmühle einfahren kann, ohne dass sie erst in den Wind gedreht werden musste. Am unteren Eschenbacher Teich hatte Leibniz nun so eine Horizontalwindmühle im Oberharz aufgebaut. Er hatte nun die Idee, dass man vielleicht die edle Wasserenergie mit der unedleren Windenergie unterstützen könnte, indem man das Wasser, was bereits über die Kehrräder gelaufen war, noch einmal verwendet, indem man es rezykliert und mit solchen Horizontalwindmühlen über diese archimedischen Schrauben wieder nach oben pumpt, um es erneut über die Wasserräder laufen lassen zu können. Leibniz machte einige Verbesserungsvorschläge für den Oberharzer Bergbau. Die Konjunktion mittels Windkraft zum einen, aber auch versuchte er, den bestehenden Förderbergbau zu optimieren, indem er Vorschläge machte, zum Beispiel zur Seilführung. Er entwickelte das Endlosseil oder auch die Bobine mit einem konischen Seilkorb und einer Seilführung, die den Hebelarm berücksichtigte. Denn beim Fördern hat man immer einen vollen Förderkorb und einen leeren. Und so konnte der volle Förderkorb an dem kurzen Hebelarm laufen und der leere am großen Hebelarm. Leibniz reiste 30 Mal auf den Harz und verbrachte dort etwa 170 Arbeitswochen. Aber während das Bergamt mit den Bergoffizieren die Gruben in Ausbeute bringen musste
und einen ständigen Förderbetrieb zu garantieren hatte, denn die Menschen lebten vom Bergbau, sah Leibniz seine Arbeit mehr als eine Art Projekt. Zwei Welten standen sich hier gegenüber. Einmal die Bergleute, die die Gruben in Ausbeute bringen mussten, weil sie vom Gewinn lebten, und einmal Leibniz, der Hofmann, der von der Theorie ausgehend seine Verbesserungsvorschläge anbrachte. Nun, wenn Leibniz Holz oder Metall brauchte, dann musste er sich beim Bergamt, wie jeder andere auch, hinten anstellen. Leibniz trank niemals ein Bier mit den Bergleuten und fuhr auch niemals ein unter Tage. Zunehmend gab es Differenzen, der Ton wurde schärfer. Das Bergamt in Clausthal bezeichnete Leibnizens Verbesserungsvorschläge als zu artifiziell, zu künstlich, zu schwierig, zu personalintensiv und damit nicht umsetzbar. Leibniz konterte mit Gedenkschriften, die er über den Herzog und über die Kammer zurück ans Bergamt schickte, sozusagen mit den Mitteln seiner Welt des Hofmanns. Viele seiner guten Ideen im Harz waren für das 17. Jahrhundert noch zu schwierig zum Fertigen. Leibniz war wie immer in vielen seiner Zeit voraus und Herzog Ernst August verlor schließlich die Geduld und zog seinen Ingenieur aus dem Harz ab. Leibniz sollte die Welfengeschichte verfassen. Bleiben Sie, wie Leibniz, neugierig.